meine Freunde, wir wollen uns heute mal mit einem ganz typischen Problem des 944er oder 924er beschäftigen, das eigentlich jeden trifft. Und zwar sind es die ausgeleierten Schalthebel. Und zwar, das ist ein vollkommener Freiweg, ohne dass irgendwas folgt. Erst jetzt merke ich, dass das Getriebe mitgeht. Und dieses Spiel wollen wir heute beseitigen. Um den Schalthebel rauszumachen, muss man bei diesem 924er Modell erstmal den Teppichboden da drüber machen. So, und jetzt seht ihr schon die ganze Schaltkulisse. Hier und hier müssen wir aufmachen. Mal, wenn wir erstmal den Schalthebel hier, das Leder umdrehen. So. Und dann kommt die große Manschette. Und hier saß die Sicherungsklammer nicht richtig drauf, weil sonst hätte er von gehalten. Wenn ich den Hebel links und rechts bewege, so sieht man, dass der Bolzen in der Schaltstange zu viel Freiheit hat. Hier geht er auf und nieder. Auf dem Bolzen ist hier so eine kleine Wellensicherung. Damit die nicht gleich in den Dreck fliegt, hängt da ein Magnet dran. Weil sonst sucht er die da unten in dem ganzen Kunststoff drin. Und dann könnt ihr die Sicherung nach hinten entnehmen und ihr verliert sie nicht. Dann kann man die Schaltstange schon vom Schalthebel trennen. Dann müsst ihr die Wellenscheibe hinten entnehmen, die Wellscheibe. So, die Schaltstange lasst ihr mal. Und jetzt geht die Sucherei los. Der Hebel ist unten, ganz unten drin, hier irgendwo geschraubt. Das sind 13er Köpfe, also braucht ihr eine 13er Stecknuss und eine Verlängerung. Ich suche jetzt hier vom Schalthebel ausgehend entlang in der Nut. Aha, jetzt bin ich fündig geworden. Hier ist der Kopf. Und die macht er gleich ganz raus. Wenn sie los ist, könnt ihr ja mal mit dem Finger oder mit dem Magnet noch reingreifen. Ah, sie hing sogar an der Stecknuss. Schraube aus, wo da unten drin ist. Im vorderen Bereich könnt ihr auch wieder suchen und ich bin schon wieder fündig geworden. Die drehen wir natürlich wieder raus bis zum Ende. Wenn ich merke, dass es leicht geht, sicherheitshalber mal noch ein Magnet dran und wir haben wieder alles. Da sind keine Scheiben drunter verbaut, haben wir einmal Glück. Jetzt kann der Schalthebel da unten rausgezogen werden, bisschen so durch den Schlitz und wir haben das Teil. Die Kunststoffschale unten kann man auch wechseln, aber meistens ist die im guten Zustand. Die hat hier keine Verschleißerscheinungen, da ist keinerlei Spiel drin. Ich spanne den ganzen Hebel mal in den Schraubstock und jetzt machen wir das Teil warm. Wärme hilft bei Kunststoff immer. Wenn es mal gut warm ist, greift er kurz da dran und ihr seht, das ging ohne viel Kraft. Man erkennt das typische Problem, der Bolzen ist eigentlich zylindrisch und hier hat er sich zum Konus abgeschliffen. Da unten ist ganz schlimm. Ihr seht, was da schon fehlt. Ist ein Riesenspalt dazwischen. Die gleiche Prozedur mit dem neuen Hebel. Der kommt erstmal in den Schraubstock. Muss ich den warm machen und zum Fetten benutze ich immer ganz gern ein weißes Fett. Ihr könnt auch so ein Synthetikfett nehmen. Auf die Kugel machen. Ich habe den ein bisschen ausgeputzt. Da machen wir jetzt mal direkt kein Fett rein, weil das beim Erhitzen ja nur zu warm wird. Heißluftpistole geht es natürlich nur, wenn man eine regelbare hat. Also geht da nicht mit 700 Grad ran, um Gottes Willen. Probieren wir unser Glück. Nur ein bisschen aus dem Rahmen geht hier. Klemmt das Blech nicht zusätzlich und ich drücke nur den Backen von hinten. Und schon bin ich drauf. Da unten könnt ihr auch noch ein bisschen weißes Fett verschmieren. Das bewegt sich zwar nicht besonders viel an der Stelle, aber Schaden tut es wirklich nichts. So, beim Einbauen müsst ihr jetzt darauf achten, das Teil ist nicht symmetrisch, ja, aber nicht in jeder Raumrichtung. Der muss so drin stehen, der Hebel. Dass die Kugel da mittig ist. Weil so wird er ja klemmen, seht ihr? Gibt nur eine Möglichkeit, wo er passt. So, jetzt schiebt er den langsam unter den Schalthebel, drückt den Schaumstoff ein bisschen weg. Und dann kommt die andere Seite vom Schaumstoff, die lupft er hier um die Ecke
So, vorne. Da unten ist noch Schaumstoff drunter. So halbwegs ist er jetzt wieder auf Position. So, da unten sucht er jetzt am besten mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher, Philips 1, das Loch. Die Bohrung habe ich gefunden und die Bohrung habe ich auch gefunden. Wir müssen ja die Schrauben jetzt wieder da unten im Dunkeln finden. Jetzt kommt wieder der alte Mechanikertrick aus der Urzeit der Schrauberei. Aber bis nächstes Jahr kaufe ich mir endlich mal die magnetischen Einsätze. Die Schrauben wieder eindrehen. Und wenn sie mal gegriffen hat, können wir das abziehen und das Papier wieder rausnehmen. Dann geht es ja normal weiter. Die Schraube dreht er jetzt nicht voll. Wir müssen ja noch den Hebel justieren nachher. Die gleiche Nummer mit der zweiten Schraube. Das ist das hintere Loch. Aha, auch die erstmal einsetzen. Jetzt ist sie drin. Der Schalthebel ist jetzt noch ein gewisses Stück in diese Richtung beweglich. Das brauchen wir nachher zum Justieren. Jetzt steckt er den Schalthebel zum ersten Mal provisorisch da rein. Wenn das Getriebe neutral ist, soll der Schalthebel nämlich nicht senkrecht stehen, sondern er soll bei 85 Grad stehen. Das ist ungefähr dieser Winkel. Deshalb übernehme ich den Winkel auf eine Schmiege. Wenn die Schmiege so einen kurzen Arm hat, übertrage ich es jetzt wieder andersrum auf ein Winkelmesser. Am halben Grad wird das Porsche vorne auch nicht leiden. Und jetzt müsst ihr unten in den Langlöchern so lange hin und her fahren, bis so ungefähr die Stellung stimmt. Ich meine, nochmal gucken, wo die Nullstellung vom Getriebe ist. Die ist hier. So, ich meine, so ungefähr in der Position kommen wir hin. So, in der Position zieht er mal die vordere Schraube fest. Passt. Jetzt kann sich die Position nicht mehr ändern. Die Einstellschraube vorne ist ja fest. Wieder raus, weil sonst kommt man an die hintere Schraube nicht dran. Und dann machen wir die hintere Schraube. Wenn die hintere fest ist, kontrollieren wir nochmal die vordere. Gut. Bei der endgültigen Montage kommt jetzt erstmal die Weltscheibe drauf. Dann brauchen wir Allzweckfett. Den fetten wir jetzt mit normalem, richtigen Lithium-Hochdruckfett. Damit wurde ich schon als Kind geschmiert. Und die Schaltstange endgültig einführen. Problem an der Sache ist jetzt, dass man die Nut für die Wellensicherung nicht richtig beikommt, weil hier ein Druck auf der Weltscheibe ist. Das heißt, man muss das hier zusammendrücken. Wenn er da eine Wasserpumpenzange nimmt, wird die Nut für den Ring frei. Ansetzen, so dass er da so in eure Richtung ein bisschen absteht, und dann könnt ihr ihn runterdrücken. Jetzt können wir uns über den Erfolg unserer Reparatur freuen. So gut wie kein Spiel mehr links und rechts. Der Hebel kommt sofort mit. Und wir haben nicht mehr die Gefahr, dass wir hier und hier ankratzen, bis der Gang drin ist. Das restliche Spiel kommt jetzt vom Zwischenschalthebel hinten am Getriebe. Dafür machen wir mal ein extra Video. Die Klemme müssen wir wegmachen, sonst kriegen wir den nicht richtig montiert. Der hätte eigentlich schon beim Ausbau weggesollt. Und jetzt muss die da runtergehen. Gut. Und die kann drauf bleiben. Den Schalthebel, da müsst ihr aufpassen, hier innen drin gibt es noch ein paar Plastikteile. Die müssen da oben auf den Hebel. So, die sind noch original vom alten übernommen. Jetzt müsst ihr den Schalthebel so, dass das Schaltschema stimmt, einfahren. Und wenn der ganz unten ist, hier unten, kommt die Klemme drüber. So, und dann guckt ihr mal, dass der auch richtig sitzt. Jetzt kommt das lustigste Spiel. Diese Innenstulpe muss wieder über die Blechkante. Und da müsst ihr auf jeden Fall vorne anfangen, weil das sieht am allerwenigsten. Und dann arbeitet ihr euch von den Seiten her kommend mit den Plastikwerkzeugen so ein bisschen vor. Und dann immer schön der Reihe rum drauf. Gleiches Problem. Wir fangen vorne mit der Lederstulpe an. Die muss vorne drunter.
Vorne haben wir am wenigsten Platz. Irgendwann flutscht sie dann drüber und wir haben unsere Schaltkulisse wieder zusammen. Jetzt brauchen wir nur noch den Schalthebel unter dem Teppich durchzukriegen. Teppich noch ein bisschen anlegen. So, jetzt können wir uns über einen neuen Schalthebel freuen. Perfekt. Klasse. Und wieder haben wir eine Reparatur erfolgreich erledigt. Viel Spaß und tschüss bis zum nächsten Video.